In dieser Sendung von «Schweizer in Norwegen» geht es um Ueli Bonnenblust, einen Schweizer, der in Norwegen wohnt und ein Hotel Götti leitet. Und bleibt dran, ihr könnt am Schluss noch etwas gewinnen. Pure Hotels ist eine neue kleine Hotelkette in Norwegen, die vom Schweizer Ueli Bonnenblust geleitet wird. Also die Idee der Pure Hotels sind einfach Hotels zu sammeln, die wir meinen, haben eine Lebensberechtigung, weil sie einfach an einem wahnsinnig schönen Ort in Norwegen liegen. Weil wir meinen, sie sind wert zu bewahren als Hotel. Und weil wir meinen, eben, sie sind tragkräftig, also dass die Hotels sollten können existieren, wenn man das ein bisschen gut macht. Kleinere Hotels auf dem Land, also in den Fjorden und in den Bergen in Norwegen, das ist wie in der Schweiz. Das ist ein Risikosport. Die Saison ist fast noch kürzer als in der Schweiz. Die Konkurrenz ist hart. Es ist ein Hochlohnland wie die Schweiz. Also, da gibt es sehr viele Parallelen. So, Pure Hotels, also unser Patron sieht da Geschäftsmöglichkeiten, aber es ist natürlich durchaus auch so, dass man wirklich da möchte einen Beitrag leisten möchte, um die Hotels zu bewahren. Der 58-jährige Zürcher hat fast sein ganzes Leben in der Hotel- und Reiseindustrie geschafft. Mein Lebensweg ist eigentlich Hotelfachschule in Lausanne. Dann habe ich gearbeitet bei einer kleinen Unternehmensberatung, bevor ich angefangen habe, für eine Kreuzfahrtsunternehmung zu arbeiten. Dann für eine andere Kreuzfahrtsunternehmung. Und dann bin ich auf Norwegen gekommen und habe angefangen bei den Tonhotels. Ich war dort fast 20 Jahre und habe dann mal den Gründer der Pure Hotels kennengelernt, den Ola Mo. Der hat die Hotel gekauft und dann hat er irgendjemanden gebraucht, der etwas von Hotel versteht. Und so bin ich dann da zu diesen Pure Hotels gekommen. Also, und der Ola und ich haben da zusammengefunden. Ich bin das erste Mal auf Norwegen gekommen 1989, ich war da bis 1994. Bin dann in Amerika bis Ende 96 und bin jetzt eigentlich seit Anfang 97 mit einem Unterbruch in Italien bin ich in Norwegen. Momentan hat Pure Hotels 5 Hotels an verschiedenen Standorten in Norwegen. Es sind, wie gesagt, wir sagen denen Fjell- und Fjord-Hotel, also Berg- und Fjord-Hotel. Es sind 2 von den Hotels sind ausgesprochene Berghotel. Das ist das Hotel Rundablick, das gerade am Fuß vom Rondane Nationalpark liegt. Rondane ist der älteste norwegische Nationalpark, liegt eigentlich mitten im südlicheren Teil von Norwegen, am Rand von im südöstlichen Ecke, muss man mal so sagen. Dann haben wir Eidsbugarn, das liegt ein bisschen mehr im Westen, aber etwa auf dem gleichen Breitengrad. Im Jotunheimen Nationalpark. Das sind eigentlich die 2 ausprägten Gebirgshotels. Dann haben wir eigentlich ein Gletscherhotel, das ist eigentlich mehr so ein Ritrovo, ein Gasthaus. Und unser Lodge ist da am einen Arm von dem Gletscher, wo Nigarsbreen heisst. Und dann haben wir 2 ausgesprochene Fjordhotels. Das sind eigentlich 2 alte Holzhäuser, die beide innerst am Sognefjord liegen. Das eine an einem alten Handelsort in Marifjøra, am Lystrafjorden. Es war so, dass langs diesen Fjord es ja früher keine Landverbindungen gegeben und die Bauern und Bewohner haben sich irgendwann treffen, um Waren zu tauschen. Heute ist es ein munziger Ort mit einem Hotel und einem Kaffee und ein paar Häusern. Da wäre noch das Hotel Mündal in Fjærland. Der Fjærlandsfjord ist auch ein Fjordarm vom Sognefjord innerst. Das Hotel dort ist von 1891 und das ist da von einem der ersten Gletscherführer, Bergführer, ist das etabliert worden von ihm und seinem Schwager. Die haben das gebaut und dann ist das lange ein Familienbetrieb gewesen, bis dann irgendwann einmal irgendeine Generation hat müssen aufgeben und verkaufen.
Mündal und Verland ist vor allem berühmt, weil der frühere Vizepräsident Walter Mondale von den Vereinigten Staaten, dem seine Familie, sein Familienname kommt aus Mündal. Und der ist auch das Hotel besuchen. Mündal und Verland ist auch Ville de Livre, also eine Bücherstadt. Das ist noch interessant. Und es hat auch dort noch ein grosses Gletschermuseum. Der Ueli schaut positiv in die Zukunft. Pure Hotels ist eigentlich ein Franchise-Konzept. Also wir möchten die Hotels gerne vermietbar machen. Wir denken auch, dass sich die Hotels fast nicht führen lassen von irgendwie einem angestellten Geschäftsführer oder so. Das ist wirklich ein Lebensstil. Die Hotels, die Häuser muss man führen mit Leib und Seele. Da wird man auch mit ein bisschen weniger Gästen die Häuser ein bisschen länger offen haben und halt die paar Zimmer, die man verkauft, selber waschen und schnell selber zum Morgen machen, dann geht das absolut rund. Aber wenn man nicht will, das zu machen, dann wird es wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, die Häuser zu führen. So, darum sind wir eigentlich auf diesem Konzept gelandet und jetzt machen wir eigentlich die Betriebe so weit in den Schuss bringen, damit die vermietbar sind. Und dann der nächste Schritt wird dann sein, organisch weiter zu wachsen, also dass Pure Hospitality oder unser Eigentümer mehrere Betriebe kauft oder dass andere Betriebe, die ein bisschen Mühe haben und ein bisschen Hilfe brauchen und bei uns einpassen, dass die sich uns anschliessen können. So, und jetzt zu unserem Wettbewerb mit den Übernachtungen bei Pure Hotels verlosen. Und zum Mitmachen ist das ganz einfach. Ihr geht auf der Facebook-Seite von Schweizer Norwegen oder von Rego TV Plus und dort den entsprechenden Beitrag teilen. Oder ihr schickt eine E-Mail an norwegen@bolivar-studio.ch. Und in der nächsten Sendung verlosen wir den Gewinner verlosen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.